Ihr Lieben, schlagt mit mir bitte mal Markus Kapitel 10 auf. Und dann möchte ich mit euch einen Vers lesen, der eigentlich so den Kern dessen beschreibt, wozu Jesus gekommen ist. Und das finden wir ziemlich weit hinten, weil das Kapitel ist lang, finden wir in Vers 45. Markus Kapitel 10, Vers 45. Da lesen wir: Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, König der Juden. Ein König, dem wird ja gedient, oder? Nein, er ist gekommen, um zu dienen. Lasst uns heute in den Minuten, die vor uns liegen, über etwas nachdenken, was mich sehr tief bewegt, weil wir fragen uns oft, wo liegt denn eigentlich so das Geheimnis des Erfolgs? Und ich rede nicht vom weltlichen Erfolg, das Geheimnis des Erfolgs eines echten Nachfolgers Jesu. Wie kommen wir dahin, dass wir so leben wie Christus? Was müssen wir tun, dass wir genau das, was Jesus liebte, auch lieben und das, was Jesus nicht liebte oder gar hasste, die Sünde auch hassen? Wie kommen wir dahin? Ist nicht das die Erfüllung? Wir sehen, Jesus war ein Mensch, der war bis zu Gethsemane, ja, hat er immer nur Freude ausgestrahlt. Aber gestern Abend haben wir erlebt, ja, dass von Gethsemane an bis nach Golgatha auch für ihn ein Punkt kam, wo er sehr gerungen hat. Aber Jesus war derjenige, der immer Freude, immer Hoffnung, immer Zuversicht ausgestrahlt hat und den Menschen auch gegeben und vermittelt hat. Wie kommen wir aber dahin? Was ist denn die eigentliche Sehnsucht der Menschen? Wenn ich diese Frage stelle, kommen oft die gleichen Antworten. Wonach sehnen sich denn die Menschen? Geliebt zu werden, die Menschen sehnen sich nach Freiheit, sie sehnen sich nach Frieden im Herzen. Das sind all diese Dinge, nach Gesundheit, ja, so das klassische Muster, was wir kennen, was ja auch richtig ist. Aber lasst uns diese Dinge mal zusammenfassen. Wie könnten wir das Ganze in einem Wort zusammenfassen? Ja, dass man Frieden hat, dass man gesund ist, dass es einem gut geht, dass man glücklich ist, dass all diese Dinge, ja, ich würde sagen, das ist einfach Harmonie, dass alles im Leben harmonisch ist. Alles passt. Jetzt magst du vielleicht sagen, ja, schöner Wunschgedanke, im Himmel wird das mal so sein. Ich glaube, dass wir hier sogar mehr als nur einen Vorgeschmack dessen haben können, was im Himmel kommt. Warum ist das so wichtig, ihr Lieben, dass wir das erleben, dass wir so leben wie Christus? Denn das ist ein Level, das kennen wir wahrscheinlich nicht mal theoretisch. Ja? Wir lesen es, ja, aber wir können uns das gar nicht so richtig vorstellen, was eigentlich ein Leben bedeutet, wie es Jesus gelebt hat. Und wie kommen wir dahin? Was muss ich dazu tun? Und das ist zumindest nach meinen Begriffen, ein unglaubliches Geheimnis, was aber eigentlich gar kein Geheimnis ist, weil es steht ja offen in der Bibel. Aber ich habe den Eindruck, dass wir diesen Weg oft vergessen oder vernachlässigen. Und lass uns heute nochmal über diesen Weg nachdenken. Was ist nötig? Was ist wichtig, damit wir genau dahin kommen, dieses Leben zu führen, wie es Christus geführt hat? Wenn wir in der Welt heute fragen, was bedeutet für dich Glück? Was bedeutet für dich Erfolg? Was bedeutet für dich ein gutes Leben zu führen? Dann wirst du in fast allen Fällen eine Antwort ernten, die in den Bereich des Materialismus geht. Weil die Menschen das glauben. Wenn ich das und das hätte, wenn ich dies und jenes könnte, wenn ich, dann. Schaut mal, es gibt einen US-Schauspieler, der war sehr, sehr bekannt und ist heute auch noch bekannt als Komiker, ein Hollywood-Schauspieler namens Jim Carrey. Jim Carrey hat mal ein Interview gegeben, findet ihr im Netz, und da wurde er
gefragt und hat geantwortet und seine Antwort war sehr interessant. Er wurde in die Richtung gefragt, ja, was ist denn das Geheimnis des Erfolgs und warum sind Sie so glücklich? Und alle Menschen denken natürlich, übrigens, wenn man mal ein bisschen nachrecherchiert im Netz, ja, Jim Carrey ist sehr erfolgreich, also in Hollywood erfolgreich, ja, und hat ein Vermögen von einer geschätzten $250 Millionen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Ja. Und er wurde gefragt und dann antwortete er folgendermaßen, ich zitiere, ich wünschte, jeder würde reich und berühmt werden. Oh, okay, edler Wunsch, ja. Aber Moment, das ist noch nicht zu Ende. So werden Sie erkennen, dass das nicht die Lösung ist. Boah, okay. Das ist aber das, was die Leute glauben. Wenn ich das hätte und hier und keine Schulden mehr und 5 Häuser und meine Yacht und dann wäre das Leben sicher? Ist es das? Wenn Leute, die das haben, sagen, sie wünschen, dass wir das einfach mal vielleicht für eine Woche haben, damit wir erleben, oder ihr Leben ja, haben, damit wir erleben, dass das nicht das ist, was einen erfüllt, ja, dann kannst du sicher sein, dass er weiß, wovon er spricht. Und ihr Lieben, für Jesus wäre es kein Problem gewesen, reich zu sein. Zack, und ein Sack Gold fällt aus dem Himmel und er hätte alles gehabt. Ist das das Geheimnis? Ist das das Geheimnis des Glücklichseins, des Fröhlichseins im Leben? Das ist etwas ganz anderes, ihr Lieben. Was ist denn das Geheimnis echten Erfolges? Und ich habe ein Muster beim Gebet beobachtet. Ein Muster, das immer wieder zu beobachten ist, bei mir auch. Und ich merke, ich muss noch viel daran arbeiten. Warum? Was meine ich? Ganz simple Frage, wenn wir Gott darum bitten, dass er uns segnet, ja, wie bitten wir dann? Worum bitten wir? Ja, ist ja logisch. Lieber Gott, segne uns. Ja? Und dann haben wir verschiedene Dinge, die wir ihm dann so aufzählen, womit wir gerne gesegnet sein möchten. Okay. Wenn wir von Gott eine bestimmte Gabe haben möchten, nicht im Sinne von Fähigkeiten, Skills, ja, sondern Herr, gib mir einen neuen Job, gib mir ein besseres Auto, gib mir dies, gib mir irgendwas, ja. Dann bitten wir Gott konkret um diese Gabe. Jetzt kommt meine Frage. Ist dir schon mal in den Sinn gekommen, anders zu beten? Was heißt anders? Wir bitten ja um Segnungen, wir bitten ja um Gaben. Aber ist dir schon mal in den Sinn gekommen, statt um Segnungen in deinem Leben, um den Segnenden in deinem Leben zu bitten? Ist dir schon mal in den Sinn gekommen, statt um die Gaben, die du dir wünschst für dein Leben, um den Geber in deinem Leben zu bitten? Das ist ein anderes Level. Warum? Warum ist das ein anderes Level? Ich möchte mit euch 2 Texte aus der Schrift lesen, die uns das ein bisschen deutlicher veranschaulichen. Einmal haben wir den berühmten Psalm 23 und dort lesen wir mal eben Vers 4. Und dann möchte ich mit euch einen Text aus dem Neuen Testament lesen und ich bin gespannt, ob ihr einen Zusammenhang erkennt. Was sagt David in Psalm 23, Vers 4? Und auch wenn ich wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Was fällt hier auf? David geht nicht her und sagt, auch wenn ich wanderte im Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist ein starker Gott, du zerschmetterst meine Feinde, du lässt dir nichts gefallen. Nein, das geht ihm gar nicht um die Eigenschaften Gottes, was Gott kann. Es geht ihm darum, denn du bist bei mir. David weiß sich in Sicherheit, wenn Gott bei ihm ist. Gottes Gegenwart ist seine Sicherheit im Leben. In Römer 8, Vers 32 spricht Paulus. Und Paulus, Römer 8, Vers 32, Paulus sagt Folgendes: Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm
nicht auch alles schenken? Was fällt dir jetzt auf? Psalm 23, Vers 4 und Römer 8, 32. Was fällt hier auf? Irgendwas Interessantes? Schaut mal her. Beide, David und Paulus, bringen das Gleiche zum Ausdruck, nur in verschiedenen Formen, mit verschiedenen Worten. Bei beiden, auch hier in Römer 8, 32, sagt Paulus, das sollte, wenn er sogar seinen eigenen Sohn gegeben hat, sollte er uns mit ihm, also das heißt, wenn wir Christus haben in unserem Leben, sollte er uns dann nicht alles geben? Auch hier, ihr Lieben, die Gegenwart mit Jesus in deinem Leben hast du alles. Und jetzt wird es interessant. Wir bitten um Segnungen, wir bitten um Gaben. Und dann bekommen wir Segnungen, wir bekommen Gaben. Und was passiert oft? Und das ist doch der Kampf, den Gott hat. Er segnet uns und wir sind gesegnet. Und wie schnell vergisst du Gott, wenn es dir gut geht? Wenn wir gesegnet sind, überreich gesegnet? Aber Gott möchte das nicht. Das ist seine Angst, dass du ihn vergisst, weil dann wird es dir wieder schlecht gehen. Und so wie dem Volk Israel immer wieder, sie wurden daran erinnert, ja, als sie gesegnet wurden und sie fingen an, Gott zu vergessen. Das Land blühte, alles, Milch und Honig floss. Ja, und was war? Kurze Zeit danach hurten sie mit den Nachbarländern, mit den Völkern um sie herum, mit den Midianitern und was auch immer, Moabitern. Ihr Lieben, mit ihm, Gottes Gegenwart ist der Schlüssel. Und jetzt kommt's. Wenn du den Segnenden in deinem Leben hast, dann hast du auch automatisch die Segnungen. Hast du den Geber in deinem Leben, hast du auch automatisch die Gaben. Was heißt das? Wenn Gott in meinem Leben präsent ist, dann habe ich alles all inclusive. Komplett. Weiß Gott nicht, was ich brauche? Kennt Gott mich nicht? Viel besser, als ich mich selbst kenne. Und er wird für mich sorgen. Er wird mich segnen, so wie es notwendig ist. Er wird mich führen, so wie er es für richtig hält. Ihr Lieben, der Schlüssel ist nicht der Segen, die Gaben. Der Schlüssel ist der Segnende und der Geber in unserem Leben. Wenn wir ihn haben, hast du alles all inclusive. Und ihr Lieben, wenn wir das haben, dann haben wir den wichtigsten Schritt schon mal getan zu diesem unglaublichen Geheimnis, was es bedeutet, mit Christus zu wandeln, wie Christus zu wandeln. Und was passiert, wenn Gott in deinem Leben gegenwärtig ist? Die Bibel hat einen Begriff dafür. Das nennt die Bibel Heiligung. In dem Moment, wo Gott in deinem Leben präsent ist, Tag für Tag für Tag, du mit Gott wandelst, wird Gott dich Schritt für Schritt verändern. Charakterveränderung, Heiligung wird das in der Bibel genannt. Und das ist ein permanenter Prozess. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt. Jetzt gehen wir über zu Jesus. Weil hier ist etwas ganz Wichtiges passiert. Du schaust dir Jesus an. Und ihr Lieben, ich wurde wirklich schon mal von jemandem gefragt, wie kommt das, dass Jesus so immer so fröhlich und alles, dass der kein Burnout hatte, der hat doch nur noch gearbeitet. Der war ja nur am Dienen, der hat ja nicht mal eine Sekunde zum Durchatmen gehabt. Und wenn wir in der Bibel nachschauen, Markus 1,35, da steht geschrieben, dass er früh morgens, als es noch sehr dunkel war, hinausging an einen einsamen Ort, um zu beten. Okay, behaltet das mal im Hinterkopf. Das macht er übrigens jeden Tag. Also ist keine Ausnahmeerscheinung, schreibt Ellen White. So, frühmorgens, und Ellen White ergänzt das noch, interessanterweise, und sagt, was frühmorgens tatsächlich heißt. Sie schreibt keine Uhrzeit hin, macht sie nicht. Aber sie gibt uns zu verstehen, was das bedeutete. Sie sagte, er ging raus, als es noch dunkel war, wirklich war noch Nacht, ins Gebet. Und nach Stunden, die er im Gebet verbrachte, als die Sonne dann aufging, schreibt sie, mischte er sich unter das Volk. Unglaublich. Und jetzt, wenn du die Evangelien studierst, wird dir immer wieder auffallen, dass es immer wieder Szenen gab, wo es spät wurde. Also er schickte die Jünger schon voraus, die waren schon kaputt und müde und hungrig, was auch immer. Und er kam irgendwann mal nach. Es wurde spät, sehr spät. Das heißt, man könnte sich jetzt rein menschlich die Frage stellen, ja, wann hat Jesus denn noch geschlafen? Wie konnte der das alles bewältigen? Mit welcher Kraft? Was ist denn das? Und genau hier liegt das Geheimnis. Wenn wir etwas, was jetzt kommt,
richtig einordnen, richtig verstehen. Ihr Lieben, ich sage immer, das ist kein Schritt oder keine Meile, die wir im Glauben gegangen sind, das ist ein Quantensprung, wenn wir das verstanden haben. Worum geht es? Jesus diente von morgens bis abends. Wie ich schon erwähnt hatte in einer der vorigen Ansprachen, für ihn gab es nicht, ich brauche jetzt Urlaub oder nee, ich habe jetzt keine Zeit, Bartimäus, ich komme vielleicht im August wieder. Das gab es nicht für ihn. Wenn ihn jemand gebeten hat, Bartimäus schrie am Rand, Jesus, du Sohn Davids, hilf mir, dann war Jesus am Teich Bethesda, wo der Mann 38 Jahre krank liegt. Das, ihr Lieben, das zieht mir die Schuhe aus, wenn ich das lese. Warum? Weil, das müssen wir uns mal vorstellen, da liegt ein Mann, 38 Jahre, das sind fast 4 Jahrzehnte. Und Jesus geht auf ihn zu, spricht mit ihm, ja, ist denn niemand da, der dir geholfen hat, oder wieso gehst du nicht ans Wasser? Und dann kommt die Antwort. Und diese Antwort, ihr Lieben, beschämt mich zutiefst. Die Antwort ist, Herr, ich habe keinen Menschen. Wie kann das sein, dass 38 Jahre lang, wo in einer Zeit, 4 Jahrzehnte, ich weiß nicht wie viele 1000, 100.000 Millionen Menschen in dieser Zeit dort vorbeigelaufen sind, nicht einer hat sich gefunden, der ihm hilft. Ich hoffe, ihr Lieben, dass das nie in unserem Bekanntenkreis, ja, unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, wer auch immer, dass nie jemand zu uns sagen muss, ich habe keinen Menschen, mir hilft keiner. Es war für Jesus keine Pflicht. Wir reden manchmal, das habt ihr bestimmt auch schon gehört, wenn wir von der christlichen Nächstenliebe reden, und dann gibt es ja auch Pflichten, ja, die uns ja so auferlegt worden sind, ja, was wie ein Christ sein soll, und dann philosophiert man darüber und dann heißt ja, und Jesus sagt ja, dass er gekommen ist, um zu dienen. Ja, und dienen, naja, wir sind ja heute so sehr mit uns selbst beschäftigt. Wir haben so viel um die Ohren, so viele Probleme. Was soll ich jetzt noch, wie soll ich das alles noch unterkriegen? Dann beginnt man schon innerlich, sich zu rechtfertigen für das, was man tut oder nicht tut. Ne? Und Jesus tat das den ganzen Tag. Und jetzt kommt die Frage, wo hat er das hergenommen, diese Kraft, diesen Elan, Und der Schlüssel, ihr Lieben, der Schlüssel liegt in einer Sache, die ist unglaublich. Ich möchte euch dazu etwas erzählen, was ich vor einigen Jahren erlebt habe, als ich im Urlaub in Rumänien war mit meiner Frau. Wir waren unterwegs, wir waren in so einer Unterkunft, Selbstversorger, und hatten gerade in der Stadt eingekauft, was man so braucht, ne, einen Kühlschrank zu füllen, fahren. Und dann sagten wir, okay, wir werden irgendwo stehen bleiben an einem Platz, weil es war so eine Gegend, in der wir waren, die ist sehr bekannt dafür, für die besten Zwiebeln in ganz Rumänien. Schöne, rote, große Zwiebeln, da läuft einem das Wasser im Mund zusammen, ja, wer Zwiebeln mag. Und die hatten dort so ganze Zöpfe, ne? Und die hatten Stände an den Straßen, und ich sagte mir so, ich werde irgendwo anhalten, wo jemand, so ein ärmlicherer Stand, ja, wo man merkt, die haben nicht so viel, dass man eher die Leute unterstützt. Ne? Also die anderen haben ja oft viel mehr. Und wir fuhren und fuhren, nach 2, 3, 4 Ständen, irgendwie kam nichts, und dann kam doch ein Stand. Ja, das war mehr so ein Gerippe, weniger ein Stand. Da sah man so richtig, das ist ärmlich, ja, vom Ausschauen, vom Visuellen. Und tatsächlich hingen dort auch nur noch 3 oder 4 so Zwiebelzöpfe, das war alles. Sonst war nichts dort am Stand. Ich hielt an, fuhr rechts ran, war kein Mensch da. Auf einmal, ein paar Sekunden später, sehe ich, das war so ein Straßengraben, der ging aber tatsächlich 5, 6, 7 Meter, ging es gut runter, relativ fast so steil wie hier, ne, Aufstieg hier. Und auf einmal springt so ein Kind hoch. 8, 9, 10 Jahre. Dieses Kind war von der Fußspitze bis zur Haarspitze dreckig, hatte keine Schuhe an oder so Lumpen mehr, ne, zerfetzte Sandalen, irgendwas. War nicht zu erkennen, zerrissene, schmutzige Kleider. Dieses Kind kommt hoch, läuft vor meinem Auto rum, kommt
zu mir, ich mache die Scheibe runter. Und in dem Moment, kurz bevor ich mit dem Kind sprechen wollte, sah ich, kommen nochmal 4, 5 Kinder hoch, alle, eins kleiner wie das andere, gingen dann runter bis auf vielleicht 3 Jahre. So. Sie sahen alle gleich aus. Komplett schmutzig, Lumpen, keine Schuhe, zerrissene Schuhe. Das kann man sich nicht vorstellen. Sie kamen an meine Scheibe und die Älteste, das Mädchen, ich machte die Scheibe runter. Und was erwartet man in einem Land wie Rumänien? Na, dass sie dort stehen und betteln. Hast du mal ein bisschen Geld zum Essen? Das ist normal. Passierte aber nicht. Das Mädchen sagte zu mir mit glasigen Augen, Onkel, hast du was zu essen? Wir haben Hunger. Wir hatten den Kofferraum mit vielen Sachen. Ja. Und wir gingen nach hinten, nahmen, was dort war, ein ganzes Brot, 2 Laib Brote gaben sie. Die Kinder haben, als sie das Brot in die Hand nahmen, haben die nicht angefangen abzubrechen ein Stück und weiterzugeben, sofort ins ganze Brot reingehen. So etwas habe ich noch nicht gesehen. Und dann haben wir den Rest, was noch da war, hatten wir den Kindern gegeben. Ich hatte nichts mehr, aber ich war noch nie so glücklich. Ich hatte nichts mehr, aber ich war noch nie so glücklich, ihr Lieben. Diese Kinderaugen zu sehen. Und ich möchte euch was sagen. Ich sagte damals zu meiner Frau, ich möchte das jeden Tag erleben. Zu sehen, wie Menschen sich freuen. Denn das war die Passion Jesu. Er ging zu denen, die nichts hatten, die krank, die am seidenen Faden hingen, in welcher Beziehung auch immer. Und half ihnen auf, er gab ihnen Hoffnung, er gab ihnen Kraft. Und da hatte ich das erste Mal so verstanden, wie sich Jesus in dem Moment fühlt, wenn er in Augen hineinblickt, die vorher vielleicht glasig waren, vorher vielleicht ausdruckslos, leer waren. Ich habe keine Hoffnung. Was wird der Bartimäus für Hoffnung gehabt haben? Er war blind. Oder der Kranke am Teich Bethesda. 38 Jahre. Was für Hoffnung hast du da noch? Ja, jetzt bleibe ich noch, solange ich lebe und dann werde ich hier sterben. Und dann kommt jemand und sagt, nein, du wirst hier nicht sterben. Nimm dein Bett, steh auf und geh. In was für Augen muss Jesus dort hineingeblickt haben? Das können wir uns nicht vorstellen. Jemand, der nicht gehen kann, der 38 Jahre krank liegt, der weiß nicht, was gehen ist, der sieht das nur bei den anderen. Das ist sein größter Wunsch und Traum, gehen zu können. Und Jesus sagt, nimm dein Bett und geh. Ich hätte gerne in das Gesicht dieses Mannes geblickt. Und jetzt kommt's. Warum konnte Jesus all das tun, was er tat? Warum war es für ihn, es war keine Pflicht, nein, ihr Lieben, Pflicht ist das falsche Wort. Es war ein Bedürfnis, es war die größte Freude. Und wisst ihr warum? Weil er jeden Tag das tat. Was tat er? Er ist gekommen, um den Menschen die Ketten Satans wegzureißen, sie zu sprengen und sie frei zu machen. Und wenn du weißt, dass Menschen dort krank liegen, dass Menschen kaputt sind, auf welcher Ebene auch immer, Menschen einfach am Ende sind und sie haben keine Hoffnung mehr. Ihr Lieben, stellt euch mal Folgendes vor, gehen wir mal einen Schritt weiter, ja, nach dem Tod Jesu. Petrus geht zum Tempel und da sitzt einer und sagt, gib mir ein bisschen was, ich muss mir ein Brot kaufen, ja, ich habe nichts zu essen. Und der war auch krank, der konnte nicht laufen, der war total behindert an allen Ecken und Enden an seinem Körper. Ja? Und für ihn war die einzige Hoffnung, dass ihm jemand einen Groschen gibt. Und damit hat er sich arrangiert, das reicht ihm, so kommt er über den Tag. Und Petrus sagt, ich hab nichts, ich kann dir nichts geben. Vielleicht war er im ersten Moment ein bisschen enttäuscht, der Mann. Aber damit endet die Begebenheit nicht. Denn Petrus sagt, ich habe aber was anderes. Ich habe etwas, das hat dir noch nie jemand gegeben. Und das kann ich dir auch nicht geben. Das kann dir nur Christus geben. Und in seinem Namen sage ich dir, steh auf und geh. Ich hätte gern in das Gesicht dieses Mannes geblickt. In diesem Moment. Verstehst du jetzt, was das für Jesus bedeutete? Jeden Tag unterwegs zu sein, 12, 14, 16 Stunden, bis die Sonne wieder unterging, bis er nichts mehr sehen konnte. Er konnte es kaum erwarten, in fröhliche Gesichter zu blicken, in Gesichter, die Satan zuvor über Jahre und Jahrzehnte gefesselt hat.
zerstört hat, Menschen zugrunde gemacht hat, in diese Gesichter hineinzublicken und die Augen zu sehen, die strahlen vor Freude. Er konnte es kaum erwarten. Und jetzt verstehst du, warum bei Jesus an keinen Burnout zu denken ist oder an Pflicht. Nein, das war sein größtes Begehren. Der konnte es kaum erwarten, morgens wieder unter die Leute zu gehen, in diese Gesichter zu blicken. Wir fragen uns, wo finde ich Frieden und wahre Erfüllung und Glück und alles im Leben, ja? Und dann gehen unsere Gedanken automatisch in den Materialismus. Ja, wenn ich das hätte und das und die, boah, das, dann wäre mein Leben super und ach, ich würde ja... Sicher? Schaut mal her, Jesus hat uns gezeigt, was ein Leben voller Freude ist, voller Kraft. Er konnte es kaum erwarten, Tag für Tag Menschen zu befreien. Und ich sagte eins, und das habt ihr bestimmt auch alle schon erlebt und bestimmt auch schon öfters als ich, dass ihr in Gesichter hineinblicken konntet, die vorher vielleicht nur eine Sache ausgestrahlt haben. Hoffnungslosigkeit und Resignation. Und plötzlich wird alles anders. Dazu ist Jesus gekommen. Das war seine Mission, Menschen zu retten, ihnen Hoffnung zu geben. Und jetzt schaut mal, was Ellen White in Schatzkammer der Zeugnisse, Band 1, Seite 188 sagt. Falls du noch auf der Suche nach dem wahren Glück des Lebens bist. Schau, was Ellen White dazu sagt. Schatzkammer der Zeugnisse, Band 1, Seite 188. Wer anderen wirkliche Hilfe geleistet hat, den wird ein Gefühl tiefer Befriedigung erfüllen und er wird den inneren Frieden finden, der dafür der schönste Lohn ist. Und wir sind noch nicht fertig. Wer sich von dem edlen und großmütigen Verlangen treiben lässt, anderen Gutes zu erweisen, hier wird Jesus beschrieben. Merkt ihr? Jesus. Wer sich von diesem edlen, großmütigen Verlangen treiben lässt, anderen Gutes zu erweisen, wird in der gewissenhaften Erledigung der mannigfachen Lebensaufgaben sein wahres Glück finden. Dort findest du dein wahres, dort findest du die Erfüllung, dort findest du das, was du gesucht hast, in der Freude deines Nächsten. Dies bringt mehr mit sich als nur irdischen Lohn. Ja, wir suchen oft an der falschen Stelle. Wir graben an dem falschen Platz nach Schätzen. Haben wir hier schon mal gegraben? Mit so einem Elan, mit so einem Eifer, wie man vielleicht nach wahren, irdischen, materiellen Schätzen gräbt? Haben wir danach gegraben? Ich werde dieses Ereignis, natürlich hatte ich hier und dort noch auch andere im Leben, aber ich werde dieses Ereignis, diese Erfahrung mit diesen Kindern in Rumänien nie vergessen. Das Kind zu sehen und das Kind eine Minute später zu sehen, das waren zwei ganz verschiedene Kinder. Was für eine Freude. Und ich möchte euch eins sagen, wir hatten ja tatsächlich, aus dem Kofferraum hatten wir den Kindern so gut wie alles, war fast nichts mehr da. Natürlich, bei mir wächst das Geld ja auch nicht auf den Bäumen, tut es ja bei keinem. Ja? In dem Moment denkst du, okay, jetzt muss ich alles nochmal kaufen. Das war mir so egal, weil das war es wert. Und ich habe Gott darum gebeten, dass er mir öfters Gelegenheiten schenkt, so etwas zu erleben im Leben. Das war eine Freude. Und ihr kennt das, ne? Wenn ihr kauft jemandem ein Geschenk, der vielleicht Geburtstag hat, oder gerade bei Kindern ist es natürlich noch viel sichtbarer. Kinder haben noch eine offenere, herzlichere Freude als wir Erwachsene. Ja? Und du weißt, wenn das Kind das sieht, wie es strahlen wird über beide Ohren. Du weißt es, wenn es das aufmacht, wie es unglaublich. Und du freust dich auf den Tag, ne? Das Geschenk schon eingepackt und es sind noch 3 Tage, noch 2, noch 1 Tag und du gibst es ihm und du willst es sehen, wenn es auspackt, du willst diese Freude am Kind sehen. Und ihr Lieben, das ist nur ein schwacher, ein Schattenvergleich zu dem, was Jesus erlebt hatte. Jesus gab kein Geschenk, ein tolles Auto oder ein tolles Handy. Jesus gab Leben. Das ist was anderes.
Wisst ihr, wie viel Leid in dieser Welt vorhanden ist? Haben wir auch nur die geringste Vorstellung davon, wie Menschen sich nach Hilfe, nach echter Hilfe sehnen? Was meinst du, warum so viele in der Esoterik landen? Und dann fangen sie an mit Yoga und all dem ganzen Krempel, der da angeboten wird, wo Satan nur lacht darüber, ja. Aber die Menschen, das ist nicht der Mensch, der irgendwie jetzt böse oder komisch ist oder warum macht er das? Wir meiden oft Menschen, die in der Esoterik sind und, oh, da müssen wir, ihr Lieben, wisst ihr was? Warum machen die das? Weil die Hilfe suchen, weil die versuchen in irgendeiner Weise ihr Leben aufzuwerten, Qualität reinzubringen. Und sie wissen nicht wo. Wir wissen es, wir haben es in der Hosentasche jeden Tag. Wir haben das Evangelium. Jesus sagt, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es. Sie wissen es nicht. Sie suchen ihre Freuden, ihr Glück, all das, wonach sie sich sehen und landen in der Esoterik. Und dann sagen wir, oh, der hat Yoga. Und ja, das ist schlimm. Keine Frage, das ist vom Teufel. Direkt, nichts anderes. Aber der Mensch, der braucht Jesus. Und wir müssen dem Menschen helfen, da rausholen. Und ich kenne einen Fall, einen persönlichen Fall, wo jemand sagt, ich habe mein ganzes Vermögen in der Esoterik ausgegeben, mein halbes Leben, bis ich Christus gefunden habe. Alles, was die dort angeboten haben, ist nicht mal ein Schatten zu dem, was ich in Christus gefunden habe. Das sagen Menschen. Wir haben diesen Schatz, ihr Lieben. Wir sind an der Reihe. Menschen da draußen suchen, Menschen sind verzweifelt. Und wie oft sind wir auch schon mit Vorurteilen behaftet. Es war ein Schuljunge namens Teddy Stallard. Teddy Stallard in den USA. Und er war in der Grundschule und als er in der 3. Klasse war, gab es einen Umzug in eine andere Stadt und somit kam er es war gegen Ende der 3. Klasse, und somit kam er in dieser Stadt, als er in die 4. Klasse kam, natürlich in eine neue Schule, neue Umgebung, neue Kameraden, neue Lehrer, alles neu. Das Schuljahr begann, die Schüler saßen alle da. Und die Klassenlehrerin Mrs. Thompson hielt so eine kleine Rede, begrüßte die Schüler alle und dann ging es auch schon langsam los mit dem Unterricht. Und sie merkte, so nach einigen Tagen, da sitzt einer, dieser Teddy Stallard, der macht nicht mit. Der hat überhaupt kein Interesse, der interessiert gar nichts. Manchmal schläft er ein, der antwortet nicht, der hört nicht, der macht kein Buch auf, wenn ich sage, wir schlagen jetzt das Buch auf. Der ist total abwesend. Und sie sprach mit ihm und sagte, Junge, schau, du musst hier schon ein bisschen, weil wenn dann das Schuljahr zu Ende ist, ja, dann bekommst du ein ganz schlechtes Zeugnis, dann musst du die Klasse wiederholen oder du wirst es nicht schaffen. Und sie versuchte ihm so ein bisschen deutlich zu machen, das geht so nicht. Und sie sprach mit ihm 2, 3, 4 Mal. Alles ohne Sinn und Zweck. Er blieb so, rührte sich nicht, es interessierte ihn nicht. Manchmal schlief er ein. Und dann irgendwann mal dachte sie sich nach ein paar Monaten, jetzt muss ich der Sache mal auf den Zahn fühlen. Ich muss jetzt mal wirklich schauen, was da los ist. Und sie geht ins Sekretariat und nimmt sich die Akte von Teddy und schaut sich so die vergangenen Schuljahre, wo er in den ersten 3 Klassen war, schaut sie sich so ein bisschen an, die Zeugnisse, die Bewertungen, die Berichte über ihn. Und dann liest sie so, Teddy, 1. Klasse, sehr hilfreicher Schüler, sehr kontaktfreudig, sehr fleißig, hat viele Freunde, das blühende Leben. Da denkt sie so, doch nicht er. Nächste, 2. Klasse, sehr fleißiger Schüler, aber immer mehr zurückgezogen, spricht immer weniger, mutterkrank. Okay. 3. Klasse. Sehr introvertiert, ganz zurückgezogen, spricht kaum noch, ist nicht mehr dabei, Mutter gestorben. Als sie das liest, ging sie nach Hause und fing an zu weinen. Und sie sagte sich, was habe ich diesem Jungen angetan die ganze Zeit?
Denn nachdem er nach mehrfacher Aufforderung nicht hörte, nicht mitmachen wollte, fand sie Freude daran, wenn es Klassenarbeiten oder sonstige Dinge, fand sie Freude daran, ihm eine schlechte Note, eine schlechte Zensur zu geben. Und so in Deutschland würde man eine große 6 hinschreiben und dann so, hier, bitteschön, na, das hast du davon. Ne? So praktizierte sie es dann, um ihm zu zeigen, dass sie am längeren Hebel sitzt, wenn er nicht mitmachen will. Und nachdem sie das so eine Weile machte und dachte sich dann, okay, aber jetzt schaue ich mal, also das interessiert ihn ja auch nicht, wenn der schlechte Noten hat, schau ich mal, was da los ist. Und sie ließ das und brach innerlich zusammen, weil sie sagte sich, was habe ich diesem Jungen nur angetan? Und sie schrieb sich auf die Fahne, es war kurz davor, das erste Halbjahr war fast zu Ende, und sie schrieb sich auf die Fahne, das zweite Halbjahr werde ich nur diesem Jungen widmen, um ihn da rauszuholen. Und ich werde alles tun, kostet es mich Nächte. Es war kurz vor der Halbzeit, Weihnachten. Und es war Brauch dort in dieser Schule, oder ist das Brauch in ganz Amerika, ich weiß es nicht. Es war Brauch, dass die Schüler vor den Weihnachtsferien dem Klassenlehrer immer ein kleines Präsent so mitbringen. Und dann werden sie in die Ferien entlassen. Und so kamen alle Kinder in der Klasse und brachten ein wunderschön eingepacktes Präsent. Teddy brachte auch ein kleines Präsent. Und das war mehr schlecht als recht, eingepackt in Zeitungspapier, nichts Schönes, ja, aber er brachte es und legte es auf den Tisch. Und als alle Präsente da lagen, nahm die Lehrerin als erstes seins, als Wertschätzung für ihn. Sie wollte es wieder gut machen. Nahm sie seins. Sie packte es aus, drin war eine Parfümflasche, wo noch vielleicht ein Viertel drin war. Und dann war noch ein Armband, das war kaputt, also mit so Steinchen, wo die Hälfte der Steine schon abgebrochen waren und nicht mehr intakt. Also, ja. Sie nimmt das Armband, legt es sich an, nimmt das Parfüm, macht sich gleich einen Sprüher drauf. Und dann packte sie die weiteren Geschenke der Kinder aus, und Teddy und jedes Kind, nachdem sein Geschenk ausgepackt war, durfte es gehen. Und so gingen sie der Reihe nach, aber Teddy blieb noch sitzen. Und am Ende, als alle Kinder draußen waren, kommt Teddy vor zur Lehrerin, stellt sich neben sie und sagt, Mrs. Thompson, heute riechen Sie wie meine Mama. Und ging. Der Junge bestand das Schuljahr als Zweitbester in der Klasse. Danach ging er auf eine weiterführende Schule. Und nachdem er die Schule fertig hatte, schrieb er einen Brief an seine alte Klassenlehrerin, Miss Thompson. Und er schrieb, Mrs. Thompson, ich bin jetzt durch mit meiner Schule. Ich habe jetzt die weiterführende Schule, die größeren Klassen hinter mir mit Bravour bestanden. Ich hatte in dieser Zeit so viele fantastische Lehrer, aber so einen Lehrer wie Sie habe ich noch nie gesehen. Danke, dass Sie sich um mich gekümmert haben, dass Sie mich nicht aufgegeben haben. Weitere Jahre später bekommt sie nochmal einen Brief von ihm. Hallo Mrs. Thompson, ich bin jetzt 22 Jahre oder 24 Jahre alt. Ich bin jetzt fertig mit meinem Studium. Ich bin jetzt Arzt. Und in dem Studium habe ich die besten Professoren und Dozenten gehabt dieses Landes. Sie können sich nicht vorstellen, was für Kaliber das sind. Aber nicht einer kann Ihnen das was erreichen. Das, was Sie für mich getan haben. In der 4. Klasse. So etwas habe ich nie wieder erlebt. Und ich möchte Sie gleichzeitig auch zu meiner Hochzeit einladen, die dann und dann, dort und dort stattfinden. Und ich würde mich freuen, wenn Sie kommen würden und den Platz meiner Mutter einnehmen. Sie kam. Sie kam und sie trug das Armband und das Parfüm. Sie umarmten sich, weil sie sich viele Jahre nicht gesehen hatten. Er wohnte jetzt auch etwas weiter weg.
Sie umarmten sich und dann sagte Teddy, Miss Thompson, bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen noch einmal persönlich von Herzen danken, dass Sie alles für mich getan haben. Sonst wäre ich heute nicht nur nicht hier, vielleicht wäre ich auch gar nicht mehr am Leben. Ich weiß nicht, was passiert wäre. Ich möchte Ihnen danken, so einen guten Lehrer wie Sie habe ich noch nie gehabt. Und Miss Thompson sagt, nein, Teddy, ich glaube, du hast noch nicht verstanden. So einen guten Lehrer wie du habe ich noch nie gehabt. Muss es immer erst so weit kommen, dass Menschen am Boden liegen und nicht mehr weiter können? Wir sind schnell mit dem Urteilen. Die Lehrerin sagte oder dachte sich, naja, wenn er nicht will, dann kriegt er halt jetzt überall eine 6, fertig, ist ein Problem. Als er aber dann erfuhr, warum, hat es alles geändert, ihr Lieben. Es sind so viele Menschen da draußen. Keiner wird dir sagen, warum es ihm nicht gut geht. Niemand. Und wir können auch nicht wie Jesus ins Herz hineinschauen und genau wissen, wann der geboren ist, wie sein Leben verlaufen ist, warum er heute da ist, wo er ist. Wir können das nicht. Jesus konnte es. Aber eins können wir, für sie da sein. Und stell dir vor, du siehst in ein Gesicht hinein, ein leeres Gesicht, wo alles zu sehen ist, aber nur keine Hoffnung und keine Freude mehr. Und du darfst später in das gleiche Gesicht hineinblicken und du merkst, es ist nicht mehr das Gleiche. Dazu hat Jesus dich und mich gerufen und berufen, Menschen Hoffnung und Freude zu binden. Denn dazu ist der Sohn des Menschen gekommen. Nicht, dass er sich dienen lasse, sondern dass er ein Diener sei für die Menschen. Und er diente bis zum Schluss, zum letzten Atemzug am Kreuz, diente er. Und er wurde als König betitelt, König der Juden. Sie wollten ihn zum König machen. Sie hatten das Größte vor mit ihm. Aber Jesus wusste, was das Größte ist. Das Größte ist, dem Nächsten zu dienen, um ihn eines Tages bei mir in der Ewigkeit dabei haben zu können. Dienen ist echte und höchste Lebensqualität. Dienen ist keine Pflicht. Wir werden aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Unsere Freude wird vollkommen sein, ihr Lieben, durch das Dienen. Wenn du siehst, wie Jesus Ketten Satans von Menschen einfach sprengt. Weg. Was für eine Freude das ist. Und vergiss bitte nie eins. Vergiss nie eine Sache. Wir waren alle in Ketten. Wir sind heute da, weil es anderen wert war, dass sie uns dienen, für uns beten, für uns kämpfen. Sollten wir das so achtlos von uns werfen? Sollten wir damit so achtlos umgehen? Niemals. Lasst uns beginnen, ihr Lieben. Da draußen sind so viele Menschen. Und glaub mir, vielleicht sagst du jetzt, ja gut, ja schon, aber ich kann ja nicht, was soll ich zu einem Menschen und mich ihm aufdrängen? Nein, brauchst du nicht. Wenn dir Herzenswunsch da ist und du es Gott im Gebet übergibst, glaub mir, Gott wird dich überschütten mit Arbeit. Gott geht die Arbeit nie aus. Nicht die Arbeit ist wenig, die Arbeiter sind wenig. Arbeit ist viel zu viel. Aber Gott sucht Arbeiter. Und wenn du ihn von Herzen bittest, aufrichtig bittest, Gott wird dir Türen öffnen, Tore öffnen, Gott wird für dich Schleusen öffnen und du wirst in Gebiete, in Felder hineinkommen, wo du mit Menschen in Begegnung kommst, die du so nie getroffen hättest. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Aber Gott sehnt sich danach, dass du die Freude der Freude in deinem Herzen erlebst, nämlich anderen zu dienen und zu sehen, wie sie sich dann freuen über ihre Erlösung. Was anderes, ihr Lieben, ist vergänglich. Es hat keinen Taug. Die Welt ist am Ende. Wofür investieren wir noch unsere Energie, wenn nicht in die Rettung von Menschen? Wofür? Um uns Dinge anzuhäufen, die in wenigen Jahren brennen werden? Na, Brennmaterial ist genug da, braucht man Gott nicht geben. Er hat genug Brennmaterial, wenn er zurückkommt, wenn diese Erde gerichtet wird. Jetzt ist Zeit, um die Menschen, ihr Lieben, die noch draußen stehen und nicht wissen, wohin, einzuladen in die Arche, bevor die Tür geschlossen wird. Möge Gott uns helfen. Die Zeit ist da. Amen.